Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Hallo und herzlich willkommen im MoMA-Kanal. Wir befinden uns bei Caravan und Freizeit Wörthmann in Stur. Wir haben heute ein besonders schönes Stück mitgebracht, der Hyma ML T580 mit permanentem Allradantrieb. Ich sage es mal so, das Fahrzeug erfüllt alle Wünsche, was im Offroad-Bereich möglich ist, hat das Fahrzeug an Bord. Ich würde euch das Fahrzeug jetzt erstmal von außen zeigen wollen. Wir haben den Sprinter, man sieht es auch sehr hochgesetzt. Ich bin echt erschlagen von der Höhe des Fahrzeuges. Macht Spaß, sich das Fahrzeug anzugucken. Wir haben hier High-Performance LED-Scheinwerfer, den sehr schönen großen Kühlergrill, was natürlich noch mal viel wertiger und eindrucksvoller wirkt durch die Höhe des Fahrzeuges. Dann haben wir hier All-Terrain, Allwetterreifen, grobstollig. Man kann hier auch wirklich sehen, man kann da seinen Finger reinstecken. Geländegängigkeit erstmal durch die Erhöhung des Fahrzeuges und den permanenten Allradantrieb ist natürlich bombastisch gegeben. Dann haben wir hier unter der ersten Klappe die gesamte Elektrik mit Sicherung und ähnliches. Dann kommen wir zum ersten Highlight des Fahrzeuges. Das sieht man hier, das ist das Batteriesystem mit 180 Ampere-Stunden Lithium-Akku. Mit, wie gesagt, Spannungswandler, ähnliches. Wir haben hier zwei Solarpanels auf dem Dach mit je 90 Watt. Ich denke persönlich, oder meine Erfahrung ist, dass wir für Stellplätze überhaupt keinen Strom mehr brauchen, dass man sich komplett autark versorgen kann. Wir haben hier dann die einzelnen Abschaltungen für die Batterien. Dann haben wir als nächstes Highlight die alte Warmwasserheizung. Der ist jetzt abgeschlossen. Hier befindet sich die Tradford-Kassettentoilette. Frischwasseranschluss. Und ich sage ja, es gibt hier ein Highlight nach dem anderen. 2x11 Kilo Gas auf dem Schlitten, was man herausfahren kann. Extrem belastbar. Wir haben die Dual Control zum Umschalten. Gasfilter. Auch die Höhe, wenn ich mir jetzt überlege, eine Flasche so aufzuladen, ist hier super gegeben. Das Fahrzeug hat eine Rahmenverlängerung für die Heckgarage, was die Garage extrem belastbar macht. Zu den Gewichtsbelastungen komme ich dann nachher im Anschluss. Hier oben sind noch Sicherungen. Wir haben hier Ablagefächer. Hier unter ist auch, man kann da vielleicht noch mal reinfilmen, das ist der Spannungswandler, der hier verbaut ist mit 1800 Watt. Auf alle Steckdosen mit Netzvorrangschaltung. Das heißt Netzvorrangschaltung, sobald Sie sich auf dem Campingplatz, Wohnmobilstellplatz zu Hause ans öffentliche Stromnetz anschließen, erkennt das Fahrzeug dies und schaltet sofort um auf 230 Volt externen Strom. Dann kommen wir zur wirklich wunderschönen Heckansicht. Erstmal, was sehr auffällig ist, ist die Leiter zum Beladen auf dem Dach. Da müsste man sich noch mal gucken, was man da aufladen kann. Sehr schön gelöst finde ich, dass das Reserverad hier draußen ist. Auch ein witziges Detail, gesichert durch ein Schloss, weil hier der Rahmen ist zum Festhalten, so dass es auch nicht leicht wegkommt. Wir haben hier eine abnehmbare Anhängerkupplung und auch wirklich, wenn man überlegt, ich bin so 1,70, das ist so einfach riesig.
Dann hier unter nochmal den MLT-Schriftzug 580 4x4. LED-Lichtband. Ich könnte ja noch mal einmal den Warnblinker einschalten, nur um zu gucken, wie das mal aussieht, das Lichtband. Weil ich finde, das ist wirklich sehr schön gelungen, das Lichtband. Auch hier unter mit LED-Beleuchtung. Kommen wir zur zweiten oder zur anderen Seite der Heckgarage. Wir haben hier einen 12-Volt-Anschluss, jeweils zwei 230-Volt-Steckdosen, die eben auch über den Spannungswandler versorgt werden. Das heißt, bis 1800 Watt kann man hier hinten Geräte betreiben. Hier haben wir Abschaltung oder Einschalten für die Heizung im Heckbereich. Das ist ja eine Warmwasserheizung, so dass man sagen kann, okay, ich möchte die Heckgarage jetzt nicht beheizt haben, kann man das abschalten. Wir haben hier eine Außensteckdose, auch warm und kalt. Dann im Innenbereich der Heckgarage Riffelblech. Wir haben hier diese Schienen, kann man gut sehen. Und hier Schienen, dass man diese Ösen auch sich positionieren kann, wie man möchte. Die Heckgarage ist belastbar mit 450 Kilo. Außenstromanschluss. Außen Gassteckdose. Kommen wir zur Aufbautür. Hier Verdunklungsrollo. Und für die Sicherheit wurde auch gedacht, nochmal ein zusätzliches Abo-Schloss, wo der Riegel auch in den Rahmen fährt und außen abschließbar ist. Das ist auch ein wichtiges Detail, ne? Dann haben wir zum Einstieg elektrische Trittstufe, bei der Höhe auch angebracht. Hier gibt es noch einen sehr schönen Haltegriff, sodass man auch sich festhalten kann beim Einstieg. Wir haben hier oben, das kann man auch noch mal gut sehen, LED-Beleuchtung, die auch stufenlos ist. Man kann das hell und dunkel machen. Ich fahre das jetzt noch mal runter. Genau. Dann oberhalb noch mal eine Außenleuchte. Die sieht man hier oben. Dann in der Seitenansicht, was ich wirklich sehr schön finde von Hymer, ist dieser Hymer-Schriftzug und auch diese Metallic-Folierung mit dem Schriftzug MLT 580. Würde ich zum Eingangsbereich jetzt kommen, dass wir mal reingehen. Das Fahrzeug hat eine immense Steighöhe. Ich finde aber mit 2 Stufen und der elektrischen Trittstufe ist das kein Problem, das zu überwinden. Im Heckbereich 2 Schlafplätze in Längsrichtung. Bettverlängerung ist natürlich auch möglich. Das ist in diesem Paket hier mit drin. Dann haben wir hier oben die Ablageschränke. Auch sehr schön tief mit Herausfallschutz. Mit Softclose, auch sehr schön. Dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Auch dieses Lederband hier, sehr schön gelöst. Macht das auch sehr wertig. Auch die Oberflächen, Stein nachempfunden, gefällt mir auch sehr gut. Wir haben jeweils links und rechts 2 aufstellfähige Fenster mit Verdunklung und Fliegenschutz. Dann bietet das System hier so eine Schiene, wo man seine Beleuchtung verschieben kann. Finde ich auch sehr schön, dass man das so gelöst hat. Auch diese Holzoptik, das haben wir aus verschiedenen Hymer-Modellen bis jetzt gesehen, wirkt sehr wertig, macht den Innenraum auch schön hell. Man sieht es auch hier, wenn man überlegt, das ist sehr dunkel, in Anführungsstrichen, das ist sehr hell, aber doch die Oberflächen sind ziemlich gleich. Oh, jetzt ist das Licht aus. Auch nicht schlecht. Na gut. Dann haben wir hier hinten noch einen kleinen separaten Fernseher, den man hervorziehen kann und sich rausklappen kann zum Fernsehgucken. Ist auch ein Extra. Unter den Matratzen Tellerfedern, beidseitig. Das bringt sehr guten Schlafkomfort. Wir haben hier oberhalb nochmal schöne Ablagemöglichkeiten. Dann die Dachluke oberhalb des Bettes. Lässt sich aufstellen und das wirklich gut finde ich auch, dass man das sehr hoch aufstellen kann, wenn man möchte. Wir haben hier Fliegenschutz und Verdunklungsrollo. Ich sehe das mal wieder. Auch sehr schön mit der Kurbel. Dann unterhalb vom Bett, jeweils auf der Seite, Beifahrerseite,
einen sehr schön großen Schrank. Dann unterhalb ist hier das Einstiegssystem zusätzlich. Das kann man sich hier rausziehen und dann aufklappen. So dass man einen leichteren Einstieg hat in den Bettbereich. Hat ja auch nicht jedes Modell, finde ich aber sehr gut gelöst, gerade weil die Höhe vom Bett doch etwas höher ist, auch um den Platz zu schaffen für die Heckgarage. Dann hier oberhalb, ja, sage ich jetzt Küchenzeile, auf jeden Fall ja, neben dem Backofen, der jetzt kommt, von Tradford. Auch ein witziges Detail, Brötchen aufbacken, ähnliches ist gut möglich in dem Backofen. Dann haben wir den Dometic-Kühlschrank, den großen, beidseitig öffnbar. Das finde ich auch immer sehr schön, so dass man wirklich Zugang von beiden Seiten aus hat. Ich mache das nochmal von der anderen Seite auf. Mit separatem Eisfach. Oberhalb haben wir eine Trumo Aventa Dachklimaanlage. Zu den Daten würde ich dann auch im Anschluss kommen. Was ich sehr witzig finde, man kann das auch hier vielleicht nochmal filmen, dass das jetzt eingebunden ist ins System von der Truma Inet. Hier unterhalb nochmal weiterer Stauraum. Dann unterhalb des Kühlschranks auch nochmal weiterer Stauraum. Auch hier schön mit der Rausfallkante. Hätte ich mir jetzt gewünscht, dass da ein Fangband ist, dass es nicht immer auf den Boden fällt. Kommen wir zur Nasszelle und Toilette. Auch hier sehr schön groß. Ich würde mich jetzt erstmal in die Dusche stellen. Ja, das passt. Oberhalb nochmal sehr schön das Fenster. Auch hier die Stange, dass man Sachen zum Trocknen aufhängen kann. Dann auch hier gefällt mir das sehr gut mit dem Waschbecken. Auch das aufgenommene schwarze mit dem Wasserhahn, was wir auch in der Küchenzeile gleich nochmal sehen werden. Sehr schöner großer Kühlschrank. Und auch hier hat man wirklich die Oberflächen und die Farbakzente mit übernommen aus dem hinteren Bereich bzw. dem gesamten Fahrzeug. Wir haben hier zweiflügigen Schrank, auch hier mit Haltebändern. Hier nochmal zwei gesonderte Kleiderhaken, auch hier aus Metall, nicht einfach Plastik. Die Tradford Kassettentoilette, hatte ich ja draußen gesagt, die Tradford Toilette mit Spülung. Hier ist nochmal ein zusätzliches Ablagefächchen. Dann hier unter nochmal separater Schrank. Toilettenrolle hier reinlegen, Papier durchführen, auch super, nichts fällt runter. Ich will nochmal hier unten hinkommen. Hier sind nochmal Zuleitungen, auch gut, dass man die hier von innen erreichen kann. Kommen wir zur Küchenzeile. Auch das war eben einfach nicht nur satter Klang. Schließt gut. Hier oberhalb sehr großflächigen Schrank, dreifach unterteilt. Auch hier einfach wirklich drei massive Türenhalter, Scharniere. Hier gibt es noch mal einen Kleiderhaken, oder ich glaube, das sind sogar zwei. Die steckt man hier ein, kann sich stufenlos auch verschieben. Dann hier oberhalb des Waschbeckens zwei Steckdosen. Und hier wirklich sehr cool gemacht, die Fliesenoptik mit diesem schwarzen, was ich auch im Bad sagte. Einarmmischer, das gefällt mir richtig gut. Dann wirklich ein sehr schön großes Waschbecken. Hier ist noch ein Schneidbrett, kann man es erst hier hinlegen, kann man zum Schnippeln nehmen. Und wenn man das eben nicht mehr benötigt, legt man das hier drauf. 3 Flammen Gasherd. Wir hatten ja gesagt, kein Strom jetzt. Auch hier nochmal sehr schön die Topfgrößen abgebildet, sodass man sehen kann, welche Töpfe man verwenden kann. Gefällt mir auch sehr gut. Dann wurde im Heckbereich, hat man das ja schon gesehen, und ich sagte ja, aus verschiedenen Ventur-Modellen und ähnliches hat man das schon gemacht, dieses Holz. Finde ich super gelungen, und das ist auch sehr schön, diese Farben zu sehen, dieses Holz. Fliegenschutz und Verdunklungsrollo. Aufstellfähiges Fenster im Küchenbereich. Man kann das hier vielleicht sehen. Die Heizungsluft kommt hier raus. Das Fahrzeug verfügt über eine alte Warmwasserheizung. Das heißt, voll wintertauglich, unterflurig wird das Fahrzeug beheizt mit diesen Konvektoren, also so wie Heizkörpern zu Hause.
Wir haben dann im Sitzbereich den großen Fernseher, der auch schwenkbar ist und der in den Raum gezogen werden kann, wie nach Bedarf. Dann hatten wir ein weiteres Konzept, was wir in der Vergangenheit ja schon ein paar Mal gesehen haben, ist diese Lampe hier oben. Diese Lampe kann man sich halt herausnehmen und kann sie hier an einen anderen Ort positionieren. So. Ja, ich mache das jetzt nur provisorisch, aber man kann das dann befestigen, sodass man sich das auch anders schaffen kann, das Licht, wie man das haben möchte. Oberhalb der Sitzgruppe, auch hier nochmal ein sehr schön großer Schrank mit der gesamten Steuerung. Die alte Warmwasserheizung und ähnliches, Tumor Control, das lässt sich dann von hier aus steuern. Was wir aber natürlich nochmal ergänzend haben, ist das Bedienpanel von Hymer, was hier oben ist. Das würde ich gleich nochmal Strom drauf geben. Ich weiß noch gar nicht, warum das jetzt aus ist. Das war eben bisher noch alles an. Ja, Steuerung, wie gesagt, befindet sich hier. Dann auch hier das Tischholz und die Außenwände hat man mit übernommen, die Holzfarbe. Die Fenster sind hier verdunklungsfähig und auch Fliegenschutz und aufstellbar. Auch hier sehr schön mit dem Holz, das hatte ich ja bereits gesagt, viel indirekte Beleuchtung. Wir machen gleich nochmal Aufnahmen, wenn das Beleuchtungssystem an ist. Man kann das auch hier oben halb nochmal sehen, Fahrer- und Beifahrerseite, diese Lichtspots, die einen zusätzlichen USB-Anschluss bieten, wo man halt Handys laden kann und ähnliches. Die Küchenzeile würde ich noch mal zu Ende zeigen, unterhalb. Zwei sehr schön große Schubladen, die mit 15 Kilo belastbar sind. Hier Besteckschublade. Hier unterhalb sind die Gasabsperrhähne. Und hier ist nochmal für Mülltrennung nochmal ein zusätzlicher Mülleimer. Was man sehr schön kann, die ganze Versorgung für Gas, Wasser und ähnliches befindet sich auch noch hier unter. Gut, kommen wir zum Fahrerhaus. Beide Sitze sind drehbar und auch hier sieht man Ausstattungsdetails, Sitzheizung und ähnliches befindet sich hier an der Seite. Für mich immer wichtig, 2 Armlehnen. Ich hatte die Polster eben ja auch auf mich drauf gesetzt, sehr schön fest, also auch langstreckentauglich. Würde ich noch mal zum Fahrersitz kommen. Ich hatte den Schlüssel auch noch mal hier. Auch man merkt, das hat mit Lieferwagen, Kastenwagen und sowas echt nicht mehr viel zu tun. Was Sie jetzt hören, ist, die Trittstufe ist ausgefahren. Magst du die Trittstufe einmal reinfahren? Dass man das. Und auch die Symbolik und ähnliches ist dann auch gegeben im Display. Analoges Display. Auch, dass die Fahrertür, dass da jetzt Türen auf sind, das erkennt er natürlich sofort. Wir haben hier ein sehr umfangreiches Paket an Sonderausstattung, Innenausstattung, Assistenzsysteme, ähnliches. Dann hier der schön farbige Display, das schön farbige Display für das Navigationssystem, ähnliches. Fahrerhaus Klimatronic. Auch sehr schön hier mit den Instrumenten, auch dieses Klavierlackmäßige. Hier hartes Plastik, aber ich finde das auch okay. Kommen wir zum Verdunklungssystem. Das wird hier bis zur Mitte gezogen. Die Gegenseite wird hier rangezogen und durch ein Magnet arretiert. Dann Beifahrer- und Fahrerseite sind da identisch. Man schiebt das System hier vorne vor. Verdunklungsergebnis ist auch sehr gut, weil eben dieser Kasten drum gesetzt worden ist. Bietet guten Blickschutz und gerade wenn die Sonneneinstrahlung sehr hoch ist, dass das Fahrzeug sich nicht so unheimlich aufheizt. Ja, elektrisch verstellbare Spiegel, elektrische Fensterheber. Was ich sehr schön finde von der Optik her ist, wenn man das Fahrzeug startet. Magst du da mal einmal hinfilmen? Dann dieses, jetzt muss ich einmal, eben hat er das gemacht. Einmal dieses Check-up, das macht er nur, muss er ein paar Sekunden Pause haben wahrscheinlich. Dann auch hier Schaltpanels am Lenkrad zum Schalten. Ja, das Fahrzeug lässt wirklich, was auch ausstattungsbedingt bietbar ist, hat das Fahrzeug.
Ja, würde ich jetzt zu den technischen Daten einmal kommen. Das ist eine sehr lange Liste. Ich hoffe, es wird euch nicht langweilig dabei. Aber ich finde das halt sehr interessant, gerade wenn man sich für das Fahrzeug interessiert. Das Fahrzeug hier hat meiner Meinung nach fast alle Ausstattungsvarianten, die verfügbar sind, in das Fahrzeug, ja, wurden rein konfiguriert, so wie es jetzt hier steht. Daher seid mal gespannt. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig. Sonst schreibt es in die Kommentare, dann mache ich das in Zukunft nicht mehr. Aber für die, die das hören wollen und wissen wollen, wäre es vielleicht ganz interessant. Sonst spult einfach weiter, aber wäre nett, wenn ihr weiter guckt. Bis gleich. Ja, würde ich zu den technischen Daten kommen vom Hymer ML-T580. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 6,98 Meter, eine Gesamtbreite von 2,22 Meter und eine Gesamthöhe von 2,92 Meter. Die Gesamtmasse beträgt 4.100 Kilo. Ja, Sonderausstattung. Ich sagte ja, das ist eine extrem lange Liste. Ich würde jetzt die wichtigsten Details einmal aufzählen. Wir haben hier 190 PS als Basisfahrzeug, Mercedes-Benz Sprinter. Diese Gewichtsvariante hier ist 4.100 Kilo als Extra. Wir haben hier einen Allradantrieb permanent inklusive 93 Liter Kraftstofftank. Wir haben eine Anhängerkupplung, dann die Rahmenverlängerung inklusive 450 Kilo Garagenlast. Dann 16 Zoll Stahlfelge mit Stollenbereifung All-Terrain. Das 16 Zoll Reserverad hinten am Heck angebracht. Unterfahrschutz für Motor und Wassertank. Dann das Hymer Panorama Kurbeldachlüfter 80x50 im Schlafbereich. Dachreling mit Heckleiter, GFK Dachbeschichtung, Markise inklusive dimmbarer LED-Beleuchtung, Gehäuse weiß, 4 Meter x 2,50 Meter. Dann für die Autarkie, Solaranlage einmal 2 x 95 Watt mit MPPT-Regler und Anzeige. Sicherheitsschloss für die Wohnraum-Eingangstür von Abus, das hatte ich Ihnen ja mal gezeigt. Die Toilettenentlüftung, dann haben wir eine zweite Toilettenkassette inklusive Halterung im Außenstauraum. Wir haben eine Bettverlängerung, Außendusche in der Heckgarage, Gassteckdose außen mit Absperrhahn, dann automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crashsensor und Ice-Axe. Jetzt kommen wir zu den Ausstattungspaketen. Wir haben hier das Arktis-Paket verbaut. Das bedeutet Gas-, Warmwasserheizung inklusive Fußboden- und Garagenbodenheizung, Wärmetauscher für Gas-, Wasser-, Warmheizung, Wärmetauschervorbereitung, Mercedes-Benz Komfort, Eingangstür mit Fenster, Verdunklungsrelais, Riffelblech in der Heckgarage, Zweifachverriegelung, Isolier-Trennvorhang. Dann das Autarkie-Paket, das ist das LFP XL, was wirklich, ja, meiner Meinung nach das umfangreichste ist, was ich bisher so hatte als Videos für hier zum Film für den MoMA-Kanal. Wir haben hier insgesamt 3 Aufbaubatterien. Das Batteriepaket, was ich Ihnen gezeigt hatte in dem Staufach, hat 160 Ampere-Stunden mit Zusatzlader, Wechselrichter von 12 Volt auf 230 Volt, 1800 Watt mit Netzvorgangsschaltung. Wir haben hier Gasfilter für die automatische Gasumschaltanlage, separater Backofen über den Kühlschrank. Die Dachklimaanlage hat 2400 Watt, Satellitenantenne digital mit 80er Spiegel und Twin LNB. Dann im Sitzbereich 32 Zoll Smart LED TV mit integrierten Lautsprechern. Wir haben die Ausstattungslinie Premium TI. Das bedeutet Sicherheitsaspekte für das Fahrzeug. Tempomat, Lederlenkrad, Automatikgetriebe, Hold-Funktion, Rückfahrkamera, Multifunktionstasten, Kombi-Instrument, Farbdisplay, Mercedes-Benz Akustikpaket, Mercedes-Benz vollautomatische Klimaanlage, Thermatronic, Ablage für Smartphones inklusive Wireless-Charging-Funktion und Ladestandsanzeige. Dann haben wir das Ladepaket Instrumententafel, 2x USB-C-Stecker, 5 Volt, Entschuldigung. Steckdose. Dann zu den Scheinwerfern hatte ich ja gesagt, LED High-Performance-Scheinwerfer, Regensensor, Wet-Wiper-System, das heißt Scheibenwische mit integrierter Spritzdüse. Wir haben hier das Fahrassistenzsystem als Paket, aktiver Spurhalteassistent, Aufmerksamkeitsassistent, Fernlichtassistent, Verkehrszeichenassistent, Windschutzscheibe beheizbar. Dann haben wir hier das Style-Paket, Kühlergrill Chrom, Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht. Dann das Wohnraum von Komfort Paket 4, das heißt Tellerrost für Heckbetten, Spannbettlagen nach Maß, Heckbetten individuell an Matratzenkonstruktion angepasst, Filzverkleidung in Heckgarage, 4 Kissen mit Bezug, Ambiente-Leitsystem, Mehrebenen, Lichtsystem mit dynamischer individueller Steuerung und Beleuchtung, inklusive der Lichttemperatur. Das können Sie dann über das Hymer-Display machen. Da können Sie die
Lichttemperatur, also wie hell und dunkel das Fahrzeug von innen sein soll, einstellen. Ja, das dargestellte Fahrzeug hat jetzt zum Erscheinungstermin des Videos inklusive alle Extras 177.000 € circa gekostet oder kostet das. Der Basispreis liegt bei 104.900 €. Wie gesagt, ist immer mit Vorsicht zu genießen zum Erscheinungsdatum des Videos hier bei diesem Händler. Ja, dann würde ich jetzt zu meinem persönlichen Fazit kommen. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Jetzt würde ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Der MLT 580 als Allradfahrzeug mit der Flut an Ausstattungspaketen lässt persönlich keine Wünsche offen. Ich sehe hier keinerlei Schwächen. Man hat hier genug Platz für 2 Personen. Die Außenoptik mit dem Reserverad hinten am Heckbereich befestigt, mit der Einstiegsleiter auf das Dach, gefällt mir sehr gut. Der erhöhte Radstand gefällt mir, weil die Gelenkgängigkeit dann auch erst richtig gegeben ist. Zum Innenbereich viele indirekte Beleuchtung mittels LEDs, was ja heute auch standesgemäß ist. Auch dimmbar, dann über das Hymer-Display auch einzeln steuerbar mit der Lichttemperatur. Wir haben im vorderen Bereich einen großen Fernseher, im Heckbereich einen kleinen Fernseher. Highlight des Fahrzeuges ist, das Fahrzeug ist meiner Meinung nach für mindestens eine Woche, wenn nicht sogar, also ich glaube, wenn die Sonne scheint, jetzt nicht unbedingt im Winter, ist das Fahrzeug voll autark. Das heißt, man bräuchte eigentlich gar keinen Strom haben, weil der Spannungswandler mit der Batterieleistung aus den Lithium-Akkus, die Pakete, die hier verbaut sind, völlig ausreichend sind. Ich denke auch preismäßig, wir haben hier ein Mercedes-Benz, wir haben hier Allradantrieb, wir haben eine Dachklimaanlage, wir haben eine große Heckgarage. Ich denke, gerade für 2 Personen, die diese Geländegängigkeit brauchen, gibt es auch kaum Alternativen auf dem Markt. Wenn ihr da anderer Meinung sein sollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob es da andere Fahrzeuge gibt, die dieses bieten können. Mercedes spricht auch für Assistenzsysteme, die sehr umfangreich sind. Gut, bieten andere Fahrzeughersteller jetzt mittlerweile auch alle an, aber ich finde das halt als Gesamtpaket sehr schön gelungen. Die Nasszelle bzw. Dusche für 2 Personen auch ausreichend. Man hat ja hier, was ist das jetzt, 7 Meter, bietet ja auch nicht viel mehr Platz, das unterzubringen. Aber ich denke, das passt wirklich und ist alltagstauglich. Das Fahrzeug steht bei Caravan und Freizeit Wörthmann in Stur. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch kein Video. Würde mich freuen, wenn ihr unsere Videos mal kommentiert. Bis dahin, euer MoMA-Kanal.